Alright, und damit herzlich willkommen zu einem Shakes and Fidget Video. Und bevor es losgeht, wir auf EU3 eine Epic-Waffe erblättern, würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Auflösung des letzten Versuchs für die 25 Euro des Gewinnspiels. Und wir sind auch schon bei Random Comment Picker. 40 Comments werden gesagt, sind gewinnberechtigt. Da schauen wir mal, gehen wir gleich auf Start. Und ja. Schieß Z hat die 25 Euro gewonnen. GZ an Schieß Z. Bestenfalls schreibt mir auf jeden Fall schon mal einen Kommentar oder im Discord privat. Dann machen wir eine kleine Überprüfung. Bitte melde dich bis einschließlich Sonntag. Wenn es nicht passiert, gehen die 25 Euro in eine Spende raus. Alles andere, wenn er sich meldet, ja, wir natürlich intern. GZ auf jeden Fall dafür. Vielen Dank für die rege Teilnahme so spontan und kurzfristig. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir back to Shakes. Fidget natürlich auch, ne? Wir wollen hier niemanden ausschließen wie Mitschüler aus dem Unterricht. Ja, und nach diesem tollen Wortspiel ist einfach mal das Mikrofon nicht mehr funktionsfähig gewesen in Vegas. Ich habe schön weitergeredet, wie ihr seht. Kein Ton mehr da. GG, RIP. Ich habe gemeint, wir wollen zwar blättern, aber wir haben es einen neuen Tag und sollten auf jeden Fall in die Pets gehen. Hat auch ein paar Früchte bekommen im Glücksrad und ja, habe auch erzählt, dass ich natürlich auf EU3 jetzt in den Pets gerade 69. Platz bin, obwohl ich auch viel Früchte schon verpasst habe. Ja, der Server ist halt nicht so stark wie EU1 zum Beispiel, da wäre ich viel weiter hinten. Ich habe auch gesagt, dass ich zuletzt in den Fights ein bisschen Pech hatte und jetzt haben wir Feuer und bei Feuer ist immer so, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo man Kokofö, also die auf Kokofö gehen, relativ hohes Level haben und das ist dann schwierig. Den ersten Fight habe ich erwartet zu verlieren. Ich wollte erstmal so wissen, na, wie stehen denn die Pets? Der jetzt hatte weniger Pets insgesamt, also nur 8 Pets. Da habe ich überlegt, mit wem ich rangehe. Aber wenn man natürlich die ersten Pets auf fast 100 hat, wie jetzt ich Tink 99 und er Kokofö 79, ne, dann verlieren die Starterpets in der Regel jetzt gegen Kokofö. Das ist so normal. Durch die Pet-Events haben natürlich die Spieler auch Kokofö schon auf einem hohen Level und man selber hat natürlich die stärkeren Pets noch nicht ganz auf so einem hohen Level. In dem Fall habe ich aber Gott sei Dank gewonnen. Das war sehr knapp. Das Ganze ist aber auch nur eine Momentaufnahme. Wenn man jetzt noch ein paar Wochen weiter guckt, dann wird man in den Pets auch wieder besser dastehen. Ja, wenn dann nämlich Kokofö auf 100, selbst wenn Kokofö auf 100 ist, werden dann eben Pets wie Rosalynx. Ja, Dragopir habe ich ja leider nicht bekommen. Habe ich auch nicht gepilzt. Ich habe 1500 Pilze ausgegeben, habe es nicht bekommen, habe deshalb entschieden, auf das andere Pet zu gehen im Feuer hier, Hambuzzle. Ja, also Klopp, die Bob, Birdie Chip und sowas, die werden dann ab einem gewissen Level dann halt Kokofö rasieren und dann hat man gegen Feuer eigentlich keine Probleme mehr, weil man ja dann ja auch schon in der Regel das Endpad anfängt zu leveln, währenddessen derjenige, der mit Kokofö spielt, erstmal zum Beispiel Dragopir oder sowas hochleveln muss. Also das ist so ein bisschen das Ding. Im Moment verliert man da oft gegen Feuer, wenn man selber nicht auf Kokofö geht. Ja, das wird aber, wie gesagt, besser. In dem Fall hatte ich jetzt nicht mehr so viel glückliche Fights, kann man sagen. Und habe das ja natürlich hingenommen. Also für mich ist auch der Server jetzt nicht ganz so relevant. Ich spiele hier noch ein bisschen weiter auf jeden Fall. Ich denke, dazu werde ich auch gleich was sagen. Wollte jetzt aber erstmal eine Waffe erblättern. Habe aber in dem Fall auch nochmal gesagt, Leute, ne, denkt dran. Heute kam schon mal ein Video auf Englisch über das Thema Berserker. Berserker, wie er in der Beta ist, Pros und Kontras dieser Entscheidung und halt auch eine Conclusion. Wichtig ist, es ist ein Deep Talk. Ja, ein dicker, fetter Deep Talk. Das heißt, da werde ich wirklich viel reden, einfach Gedanken teilen auf Englisch. Gönnt euch das auf jeden Fall, wenn euch das Thema interessiert und gebt auch gerne eine Meinung dazu ab. Google-Übersetzungen sollten am Start sein, hoffentlich, wenn die nicht auch plötzlich wegfallen wie das Mikrofon. Also das ist so richtig dumm. Richtig dumm. Ja, das ist. Ich verstehe auch nicht warum, ne? Ich habe keine Meldung bekommen. Also
Habe jetzt hier eigentlich vorgehabt, das Event im Schnelldurchlauf machen zu lassen. Deshalb seht ihr auch, dass sich meine Lippen nicht bewegen. Ne, das wollte ich sowieso im Zeitraffer lösen, das ganze Thema. Gut, haben wir jetzt 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe ein paar Items, 3er-Attribute gesammelt, die ganz gut waren. Und teilweise auch für den einen oder anderen Begleiter. Wie jetzt hier zum Beispiel über die Toilette für die Kundentunte. Aber auch hier sei schon mal gesagt, dadurch, dass ich EU3 jetzt nicht so krass spiele, ich investiere jetzt nicht viel Zeit, ich spiele viele Game Features nicht so, wie man es spielen müsste. Ich spiele so das Notwendigste, weil ich diesen Server nicht langfristig spiele. Ich habe in der Gilde auch schon intern erwähnt, dass ich nicht plane, den Server über EU5 hinaus zu spielen. Solange aber natürlich kann man noch was machen. Und hier habe ich jetzt wieder eingesetzt, weil ich nämlich die Epic-Waffe gefunden habe und spreche jetzt eigentlich über die Pläne. Wollte an der Stelle auch gleich mal nochmal einen schönen neuen Stein finden. Und ja, schauen wir uns mal an, ob das geklappt hat, Leute. Genau, für den Magier habe ich einen Stein gefunden, aber da habe ich auch gesagt, es bringt mir jetzt nicht viel, hier die Begleiter aufs Maximale abzugraden, da ich in der Schattenwelt noch Ninjas habe, wo ich relativ einfach durchkomme. Den Stein, den ich jetzt gefunden hatte, der war 4 Stufen besser als der bisherige Stein. Aber gut, ja. Die Witch natürlich mitgenommen. Auf dem Server haben wir die erste Rolle. Verstärkter Schadensbonus ist nice. An der Stelle sei schon mal gesagt, ihr seht es vielleicht, habe ich nicht dran gedacht. Auch gleich meine Begleiter die Rolle zu geben. Aber ich glaube, es fällt mir dann irgendwann auch selber noch auf im Gameplay. Also kann man ja natürlich mal froh sein, wenn es dann auch funktioniert, ne? Dass man das dann auch bei sich hat, ja, das Thema. Ja, so, dann schauen wir mal, was hier weiterhin noch passiert. Ja, ich grade das auch schon ein bisschen höher auf. Man hat jetzt ja Ressourcen. Man hat auch Ressourcen-Event. Da werde ich dann auch noch mal reingucken am Ende des Videos. Ist auf jeden Fall recht interessant, was da so abgelaufen ist. Und ja, jetzt habe ich, glaube ich, soweit geupgradet und gehe dann in die Dungeons rein. Ja, und in der Schattenwelt, also das ist jetzt ein Magier-Dungeon. Wenn man halt nicht so viel spielt und nicht so viel Dungeons macht, ne, dann fallen dann irgendwann die Dungeons auch relativ easy. Klar ist der Berserker hier noch in seinem Dungeon-Modus, ne, das ist natürlich hilfreich. Aber man muss sich halt vorstellen, dass einige Spieler in den ersten Wochen schon diese Dungeons gemacht haben und vielleicht teilweise sehr, sehr viele Pilze investiert haben für die Tries. Ja, demnach ist natürlich klar, dass einige Wochen später Chars, die relativ dann ruhig gespielt haben, dann keine Probleme haben sollten. Und der Grad der Schatten-Dungeons ist nicht weit auseinander. Also dementsprechend geht das jetzt hier sehr, sehr flüssig und easy peasy von dannen. Ich habe die Dungeons jetzt noch durchgezogen bis zum nächsten 5 von 10. Ja, man will ja nicht zwingenderweise jetzt immer gleich den Dungeon-Schlüssel haben. Eigentlich wäre es sinnvoll. Aber ja, genau. Hier in dem Fall habe ich, glaube ich, auch gesagt, dass ich eben jetzt das Item natürlich mal auch tausche. Also für den Hauptbegleiter sowieso. Priorisiert. Für den Hauptbegleiter, für den Hauptchar. Priorisiert in der Lichtwelt. Und für die Begleiter jetzt an der Stelle dann nur, wenn sie einen Sockel haben. Ja. Wenn sie keinen Sockel haben, nehme ich es jetzt nicht zwingend mit. Gucke jetzt auch nicht eben auf die Runen. Ach ja, ich glaube, ich habe erzählt, genau, dass ich eben auch ein Mixgear spiele auf dem Server. Ich habe schon mal erwähnt, Mixgear, das ist so ein Kompromiss für faule Eier. Nein, für faule Spieler. Man mixt also einfach ein bisschen Lebenspunkte, Runen und X4 und Goldrunen zusammen und hat aber natürlich im Zweifel nicht das beste PvP-Equipment und auch nicht das beste Alu-Equipment, aber man hat nicht das Problem, wie ich, immer dran zu denken, sein Gear zu wechseln und so. Das ist für mich der Tod. Ja. Da mache ich Gildenkämpfe mit Alu-Gear und mache Quests dann im Schnelldurchlauf mit PvP-Gear.
Dem möchte ich aus dem Weg gehen. Es macht natürlich erst Sinn, so ein Mixkit zu spielen, wenn man die Runen so hoch hat, dass man trotzdem alle Boni effektiv bekommt. Ich mache das hier auf dem Server halt nicht. Und das ist natürlich auch so ein Grund, warum ich immer mehr auch verliere, zurückfalle. In der Gilde bin ich ja auch schon mit 251 unter dem Durchschnittslevel gewesen. Also die Leute, die pushen da auch. Die Gilde macht den 47. Raid. Also da geht ein bisschen was. Und deshalb hier für mich auch der kleine Push. Ich wollte jetzt noch über den Twister immerhin auf 254 kommen und dann am Sonntag in die Lichtwelt gucken, was da von den großen Dungeons möglicherweise auch fallen kann. Ja, das gerade 13. Stock und sowas, da liegen ja auch nochmal XP dahinter. Jetzt gehen wir auch zum Hütchenspieler. Hat schon mal mit Seelen angefangen, sehr nice. Hab dann an der Stelle auch erwähnt, dass auch in der Unterwelt und auch in der Festung nicht so viel geht. Also die Pet spiele ich noch am besten von diesen ganzen extra Features. Die macht mir halt auch am meisten Spaß. Aber danach sieht man auch hier, dass da viel offen ist. Habe jetzt hier mal den Ausbau auf 12 gestartet, habe aber schon wieder so viele Ressourcen voll. Ich mache kaum Angriff und man kriegt trotzdem die Ressourcen voll. Allein schon durch das Glücksradspielen und durch den Hütchenspieler. Ja. Und dann habe ich natürlich gesehen, okay, wir haben auch Epic drin. Geil ist für die Kristalle, ne, das Event, aber ich nehme Ressourcen an erster Stelle. Epics brauche ich nicht zwingend. Ja, bei Seelen hat es nicht geklappt, bei Stein hat es dann besser geklappt. Und ja, Kristalle natürlich sehr, sehr nice. Also die Änderung im Early Game bräuchte man sie zwar noch nicht so ganz, aber spätestens im Mid Game und im Late Game ist dieses Upgrade sehr, sehr stark. Also gerade für die Chars, die jetzt so zwischen 370 und 500 pendeln, die werden von den Mehrkristallen profitieren. Und hier gab es mal einen Moment, wo ich doch 5 gleiche Würfel hatte. Das wollte ich erstmal ein bisschen genießen und habe mich einfach selber dafür gefeiert. Ja, und hier waren 3 Epics schon drin, dann kriegen wir sogar eine Epic Weapon. Und da dachte ich natürlich, okay, wir sind 2-3 Stunden aufgeschrieben, 3 Attributs Epic. Das gucken wir uns definitiv an. Vielleicht ist die ja noch besser als die Waffe, die ich erst vorher erblättert habe. Und lustigerweise hat sie genau den gleichen Durchschnittsschaden und eine schlechtere Spanne. Sie ist für den Begleiter gut genug. Und die Ressourcen, aber die 5% Schaden natürlich auch nicht schlecht, aber ansonsten war sie gleich. Also verrückt, wie das Leben so spielt. Im Tower muss ich auf jeden Fall auch noch viele angreifen, habe ich erwähnt. Und ja, habe jetzt zum Schluss nochmal gesagt, guckt euch das englische Video an und guckt euch natürlich nochmal speziell an Schieß. Ja, ich hoffe, du meldest dich bis Sonntag, damit wir die 25 € verlosen können an dich. Ne? Und ansonsten möchte ich mich bei euch entschuldigen für den Mikrofonfehl und hoffe, dass der Commentary trotzdem für euch passt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus. Euer Basti. Ciao, ciao.